Nach der Beilegung der Grenzstreitigkeiten zwischen Thailand und Indochina fand in Bangkok eine große Parade der thailändischen Armee statt. Kaiserparade in Tokio zum Geburtstag des Tenno. Der Kaiser auf seinem traditionellen Schimmel. Diese Parade brachte erneut die Kraft und Geschlossenheit der japanischen Nation zum Ausdruck. Die japanischen Operationen an der China-Front nehmen ihren planmäßigen Fortgang. Kampfflugzeuge greifen feindliche Nachschublager und Truppenansammlungen in Zentralchina an. Japanische Streitkräfte führten an der Küste Mittelchinas überraschende Landungen durch. Kampf um die Stadt Ningpo, die die Japaner in kühnem Vorstoß nahmen. Reichsjugendführer Arthur Axmann traf auf Einladung der faschistischen Partei in Rom ein. Der Duce und der Reichsjugendführer bei Vorführungen der faschistischen Jugend im Forum Mussolini. Kinder aus dem luftgefährdeten Hamburger Gebiet, die in der Ostmark Aufnahme fanden und sich dort außerordentlich wohlfühlen, besuchen den Wiener Prater. Der Führer empfing auf dem Berghof König Boris von Bulgarien. König Boris trägt den Orden Pour le Mérite und das Eiserne Kreuz erster Klasse aus dem Weltkriege.
Der rumänische Staatsführer General Antonescu traf auf Einladung der Reichsregierung in München ein. Kranzniederlegung an der ewigen Wache. Der Führer empfing General Antonescu im Führerbau. Die Besprechung verlief im Geiste der herzlichen Freundschaft, die Deutschland und Rumänien verbindet. Die von den Serben zerstörte Eisenbahnbrücke über die Save zwischen Belgrad und Semlin wurde von unseren Eisenbahnpionieren wiederhergestellt. Das für diese Arbeiten benötigte Kriegsbrückengerät musste in 160 Eisenbahnwaggons herangeführt werden. Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 463 Meter, von denen ein großer Teil durch Sprengung völlig vernichtet worden war. Nach einer Arbeitszeit von nur 37 Tagen konnte die Brücke jetzt wieder in Betrieb genommen werden. Ritterkreuzträger General von Kortzfleisch nimmt die Einweihung und Verkehrsübergabe der Brücke vor. Wie der Wehrmachtbericht meldete, wurden während der Kämpfe auf Kreta auch italienische Verbände an der Ostküste der Insel gelandet. Nach harten Kämpfen stellten sie die Verbindung mit unseren vom Westen vordringenden Truppen her. Leuchtraketen. Der Voraustrupp einer deutschen Gebirgsjägerabteilung gibt Signal.
Vormarsch zur Südküste. Die Wege ins Innere Kretas werden immer schwieriger. Britische Gefangene. Und hier der Fluchtweg der Briten. Sie haben alles stehen und liegen lassen, um nur das nackte Leben zu retten. Zeugen letzter schwerer Kämpfe. Einmarsch in Kandia, die Hauptstadt von Kreta. Hier schoss die verhetzte Zivilbevölkerung aus dem Hinterhalt auf deutsche Truppen. Die Antwort war ein vernichtendes Strafgericht unserer Stukas. Nach langem Marsch endlich ein Quartier. Wohlverdiente Erholung. Marsch in die Gefangenschaft. Wie das Oberkommando der Wehrmacht in seinem großen Rechenschaftsbericht meldete, beträgt die Zahl der auf Kreta gefangenen Briten neben den Verlusten an Toten und Verwundeten 10.700 Offiziere und Mannschaften. Bei unseren Soldaten in Nordafrika. Vormarsch zu den vorderen Positionen. Eine Panzerabteilung stößt über Sollum hinaus gegen den Halfaya-Pass vor. In hartem Kampf gelang es, diesen strategisch wichtigen Punkt zu nehmen und damit die Stellungen bei Sollum zu erweitern. Das ehemalige Grenzfort Capuzzo. Der Befehlshaber des deutschen Afrikakorps, General Rommel, besichtigt den heiß umkämpften Ort. Sollum. Am Halfaya-Pass. Infanterie geht vor und besetzt die von schnellen Truppen genommenen Stellungen. Überall Spuren der englischen Niederlage.
Neue Stellungen werden gebaut. Der Boden ist steinhart und nur mit Meißel und Spitzhacke zu bezwingen. Eine luftige Beobachtungsstelle. Und hier vor Tobruk. Die äußere Bunkerlinie der Festung ist in deutscher Hand. Ein Spätrupp-Unternehmen wird vorbereitet. Letzte Besprechung. Die englische Artillerie legt Sperrfeuer. Sie wird von unseren Batterien zum Schweigen gebracht. Der Spähtrupp bricht auf. Feindlicher Widerstand. Die Männer sind auf einen vorgeschobenen Posten der Briten gestoßen. Die Stellung wird im Sturm genommen. Einheiten der deutschen Kriegsmarine sind in den Südatlantik vorgestoßen. Sie haben den Auftrag, die englische Handelsschifffahrt vor den Küsten Afrikas und Indiens zu stören. Möwen und Delfine begleiten das Schiff. Maschinenreparatur während der Fahrt. Die Schiffe sind mit allem nur erdenklichen Hilfsgerät ausgestattet. Dampfer in Sicht. Ein englisches Kühlschiff modernster Bauart. Das Schiff ist bewaffnet. Das Untersuchungskommando geht an Bord. Der Dampfer hat neben Frischfleisch und Geflügel über 13 Millionen Eier geladen. Übernahme von Eiern.
Willkommene Abwechslung für den Küchenzettel. Die Besatzung des Dampfers wird an Bord genommen. Das Schiff versenkt. Bei tropischen Regenböen geht die Fahrt weiter. Die Sicht wird immer schlechter. Achtung, Schiff Backbord voraus. Frachter Nummer 2 ist fällig. Neue Gefangene kommen an Bord. Der dritte Frachter, voll beladen mit Munition und Waffen, wird auf den Meeresboden geschickt. Und hier der vierte. Auch bei Nacht geht der Kampf weiter. Scheinwerfer suchen den Horizont ab. Ein fünfter englischer Dampfer, auch er wird versenkt. Wenig später haben die Scheinwerfer wieder einen mächtigen Frachter gefasst. Torpedoschuss! Volltreffer!